Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 190 auf dem afrikanischen Kontinent und mein Kumpel Josh ist nach 2 Wochen wieder auf der Rückreise in die Schweiz. Josh, wenn du das siehst, ich muss sagen, Props, wie du das gemeistert hast und Respekt dafür, dass du echt gut klargekommen bist hier in Afrika. Während er also wieder auf dem Heimweg in den Schnee ist, muss ich noch ein paar Dinge hier in Brazzaville organisieren. Ich habe ja einen Josh zum Flughafen gebracht, ich bin jetzt wieder zu meinem Freund im Generator gefahren und habe festgestellt, ich muss mal wieder Wäsche machen. Kneten. Könnt ihr euch, was da an Dreck rauskommt. Das ist alles in meinen Klamotten drin. Richtig ekelhaft. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich. Waschen von Hand ist mega anstrengend, Mann. Respekt an alle afrikanischen Frauen, die das jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen. Es ist echt immer nervig. Ich saß heute schon wieder sicher 2,5 Stunden einfach in diesem beschissenen Wartezimmer und keiner macht Anstalten, dir einfach nur ansatzweise zu erklären, was das Problem ist oder wo der Ambassador mit deinem Reisepass hin verschwunden ist oder keine Ahnung. Bis gestern dachte ich einfach, der ist tot. Ich glaube, der kommt nicht mehr zurück. Naja, jetzt kann es endlich weitergehen. Ich habe Bock, mehr vom Land zu sehen und mal raus aus der Stadt zu kommen. Los geht's. Was kann ich sagen über die 2 Länder, in denen wir jetzt waren? Also DRC, muss ich sagen, ist ziemlich abgefuckt. Aber das wusste ich ja bereits. Ich meine, allein was ich an Visa-Stress hatte, das lässt sich auf alle möglichen Ebenen übertragen. Sehr viel Korruption. Im Osten des Landes hat es halt noch viele Rebellentruppen und so. Und ja, es ist immer noch nicht wirklich Frieden im Land. Deswegen schon noch ein krasses Land. Gilt auch als Failed State, weil sie es einfach nicht schaffen, irgendwie eine richtige Regierung zu bilden, die das Land einigermaßen stabilisiert. Ja, da vorne kommt schon der erste Polizeiposten, da tue ich lieber mal die Kamera weg. Jetzt gibt es noch Stress. Was gibt es über die Republik Kongo zu sagen? Die Republik Kongo, oft auch als Kongo-Brazzaville bezeichnet, liegt im Herzen Zentralafrikas und erstreckt sich über eine Fläche von rund 342.000 Quadratkilometer. Etwa so groß wie Deutschland. Die Bevölkerung des Landes zählt laut Schätzungen im Jahr 2022 etwa 5,8 Millionen Menschen. Die Hauptstadt Brazzaville, gelegen am Ufer des Kongo-Flusses, ist das politische und kulturelle Zentrum des Landes und beherbergt etwa 1,7 Millionen Einwohner. Die Amtssprache der Republik Kongo ist Französisch. Historisch war das Gebiet der heutigen Republik Kongo Teil des einflussreichen Königreichs Kongo, das im 14. Jahrhundert gegründet wurde. Mit der Ankunft der Europäer im 19. Jahrhundert begann die Kolonialisierung durch Frankreich und das Land wurde Teil von Französisch-Äquatorialafrika. 1960 erklärte die Republik Kongo ihre Unabhängigkeit. Seit 1997 wird das Land von Denis Sassou Nguesso regiert und die politische Landschaft gilt bis heute als angespannt. Die Wirtschaft des Landes stützt sich stark auf die Ölproduktion, die etwa 70% des BIP ausmacht. Trotzdem lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut. Nur etwa die Hälfte der Menschen hat Zugang zu sauberem Trinkwasser und die medizinische Versorgung ist in vielen Regionen unzureichend. Trotzdem gehört das Land auf dem Human Development Index zu den besseren Ländern von Subsahara-Afrika mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 64 Jahren und einem BIP pro Kopf von $2.903. Der Bildungssektor zeigt Fortschritte, dennoch ist die Analphabetenrate besonders in ländlichen Gebieten weiterhin hoch. Religiös dominieren das Christentum mit etwa 80%, gefolgt von traditionellen Glaubensvorstellungen und einer muslimischen Minderheit. Traditionelle Bräuche wie Tanz- und Musikrituale sind weiterhin integraler Bestandteil des kulturellen Lebens. Die Republik Kongo beeindruckt mit ihrer einzigartigen Natur. Etwa 60% des Landes sind von tropischem Regenwald bedeckt, in dem zahlreiche seltene Tierarten wie Gorillas und Waldelefanten leben. Der Kongo-Fluss und seine Nebenflüsse prägen die Landschaft und zahlreiche Nationalparks, die zu den artenreichsten der Welt gehören, schützen die Natur. Auch wenn ich hier nur noch 1 oder 2 Tage bin, bevor es weiter nach Gabun geht, so habe ich doch die Zeit bisher sehr genossen. So, da vorne geht wieder die Welt unter. Richtig krasser Tropenregen. Man sieht richtig die
Grenze. Jetzt fahre ich wieder rein. Yes, da wird das Auto wieder kostenlos geputzt. Das freut das Schwabenherz. Ich bin überrascht, die Straßenverhältnisse hier in der Republik Kongo sind hervorragend, zumindest solange man auf der Hauptstraße bleibt. Diese Straßen wurden zum größten Teil mit der Unterstützung von China gebaut. Sobald man jedoch nach links oder rechts abzweigt, ändert sich das schnell. Überall ist der chinesische Einfluss in diesen Infrastrukturprojekten sichtbar. Gesponserte Schulen, chinesische Flaggen, Minen und andere Gewerbebetriebe sowie zahlreiche chinesische Bauherren. So, das war mein Schlafplatz gestrige Nacht, mitten irgendwo in großen Gräsern, aber hier ist irgendeine Anbaufläche. Bin hier irgend so einen Weg reingefahren, die Gräser waren selbst auf der Straße höher wie mein Auto teilweise. Aber ich war ganz gut versteckt, bisschen weg von der Straße, einfach ein bisschen entspannt. Heute Morgen sind schon ein paar vorbeigelaufen, aber das passiert in Afrika egal wo man hinfährt, die kommen aus jedem kleinen Loch rausgekrochen. Ich will heute noch bis vor die Grenze fahren, vielleicht sogar noch rübergehen nach Gabon. Mal schauen, wie weit ich komme. Je nachdem, wie die Straßenverhältnisse sind. So, ich habe jetzt gerade ein kleines Problem. Ich habe noch 331 Kilometer vor mir bis zur Grenze und ich war jetzt schon bei 3 Tankstellen und alle Tankstellen haben kein Diesel mehr. So eine Scheiße. Ich habe keine Ersatzkanister dabei, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, mein Tank ist groß genug mit 150 Liter, da komme ich über 1000 Kilometer weit. Ich bin jetzt gerade 50 Kilometer mit einem Cop hinten drin gefahren. Keine Ahnung, der ist bei so einem Checkpoint plötzlich bei mir eingestiegen oder wollte mitfahren. Und jetzt fahre ich einfach nach Gabon, ohne zu wissen, ob ich es bis dahin schaffe. Mal schauen. Oh oh, oh oh. Es wird langsam immer besser. Immer wieder werden mir am Straßenrand die unterschiedlichsten gefangenen und überfahrenen Tiere zum Verkauf angeboten, die ich immer dankend ablehne. Ich hätte absolut keinen Plan, wie man diese zubereitet. Eine Dönerbude wäre mir da irgendwie lieber. So, ich bin jetzt schon offiziell draußen aus der Republik Kongo. Hey, ich weiß nicht, ich würde euch so gern diese Grenzübergänge zeigen, weil wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, dann kann man das nicht glauben, wie diese Gebäude aussehen. Ich laufe in ein Gebäude rein, da schläft der Officer, glaubt drin, da ist nichts drin, Decke zusammengebrochen, eine Matratze drin, im Hintergrund siehst du ein Klo im gleichen Raum, übelst ekelhaft verdreckt. Aber wie gesagt, man kann leider nicht diese Grenzübergänge gescheit filmen, weil die es schon nicht so gern haben, wenn die am Arbeiten sind, gefilmt zu werden, weil sie vielleicht nichts arbeiten oder keine Ahnung was. Yes! Ich bin in Gabun.
es hat mal wieder geklappt. Ey, zu krass, zu krass. Hey, kein schlechter Platz für die erste Nacht in Gabun. Ich bin ja in so einem Canyon. Sieht so ähnlich aus wie die Moon-Landschaft in Angola. Und jetzt machen wir erstmal noch was Schönes. Dann geht's in die Haia. Wenn ich morgen fit bin, vielleicht laufe ich noch da runter. Morgen oder so mal schauen, wenn ich irgendeinen Pfad finde. Ansonsten, ich habe ja eine Machete. So, guten Morgen. Erster Tag in Gabun. Und ich war gerade in einer wortwörtlich beschissenen Situation. Oh, ich bin gerade ganz gemütlich aufgestanden. Und was höre ich? Da kommt gerade ein ganzer Bienenschwarm, der versucht sich da oben am Dachzelt einzunisten. Ich glaube, die bauen sich da jetzt gerade ein Lager. Fuck, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr aussteigen. Die greifen mich sofort an, wenn ich aussteige. Ist gar nicht geil, wie es da wimmelt. Und ich dachte, fuck, was mache ich jetzt? Ich kann nicht aussteigen. Die greifen mich sofort an, weil sie mich sofort als Bedrohung wahrnehmen. Okay, es gibt hier gerade echt einen nationalen Notstand. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde im Dachzelt gewartet, weil ich dachte, das Gewitter da drüben kommt hergezogen. Und irgendwann musste ich kacken. Ich versuch's jetzt einfach. Fuck. Scheiße. Ich habe jetzt schon alles da runtergeschmissen, damit ich auch das Dachzelt dann schließen kann und nicht nochmal hoch muss. Aber es wird übel. Es wird übel. Ich habe nichts an. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Aber der Reißverschluss ist offen. Fuck. Ich bin direkt rausgesprungen. Mal zieht euch das mal rein. Ist doch nicht normal. Alter. Fuck, ich muss hier weg. Boah. Ich bin halt in den hier Gebiet eingedrungen. Und die jetzt in meins. Scheiße, ey. Fuck. Operation einpacken. Oh Mann, ey. Alter. Wieso gehen die da so ab drauf auf diese Markise? Guck mal, wie die abgehen. Fuck! Geht doch einfach weg! Was wollt ihr an dem Ding? Da gibt's nichts zu fressen. Oh shit, ey. Die gehen nicht weg. Zieht's euch rein. Die sind ja teilweise innen drin. Die chillen da. Haben da chillig Sex drauf. Und es juckt sie einfach nicht. Ich kann das auch nicht zusammenrollen. Ich binde das jetzt hier ran und fahre einfach los. Und schau, was passiert. Aber ich glaube, die bleiben dran. Jetzt mache ich erstmal noch oben zu. Weil oben drin wimmelt es nämlich auch schon richtig heftig. Ah! Fuck! Boah! Shit! So, lasse ich es jetzt und fahr los. Das nächste Problem, die Bienen bin ich los, aber ich habe keinen Sprit mehr. Der Motor ist gerade ausgegangen. Oh Mann, so eine Kacke. Und ich bin mitten am Arsch der Welt. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden.
Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen. Viel Spaß. Meine einzige Option ist jetzt 3 Kilometer vor bis zur Hauptstraße zu laufen und dann 15 Kilometer zu trampen bis in die Stadt, und dann hoffe ich, dass es da eine Tankstelle gibt. Ansonsten muss ich noch in die nächste Stadt, die ist aber weitere 50 Kilometer entfernt. Ich muss jetzt hier das Auto stehen lassen, was ziemlich ungeil ist, weil ich das Auto ungern so lange einfach nur irgendwo stehen lasse. Aber zum Glück ist das ein bisschen ein Ort, der abgelegen ist. Ich meine, hier hat es nicht viele Menschen. Mitten in der Pampa, da hinten war ich an dem Canyon. Mann, es hat erst auf dem Weg zu dem Canyon aufgeleuchtet. Und jetzt dachte ich, ich kann sicher noch 50 Kilometer fahren. Und jetzt stottert er einfach und hört auf. Das ist gerade schon ein bisschen nervig. Aber jetzt machen wir halt mal einen auf Afrikaner. Die laufen ja auch jeden Tag. Ich darf nicht so viel jammern. Außerdem habe ich kein Internet, weil ich ja jetzt erst gestern nach Gabun gekommen bin und das der erste Schlafplatz war. Okay, ciao Auto. Habe ich jetzt aber auch zugeschlossen? Nee. Gibt halt einen schönen Spaziergang heute Morgen. Mich schon länger nicht mehr bewegt. Fühlt sich auch gut an. Das ist einfach das allererste Mal, dass mein Auto mich im Stich lässt, beziehungsweise ich mein Auto im Stich gelassen habe, weil ich es nicht voll getankt habe. Es war einfach hungrig und ich habe es einfach nicht gefüttert. Richtig assi von mir. Schon eine ziemlich coole Gegend. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man das auf der Karte sieht, denkt man, hier ist überall Regenwald und sonst was. Hey, ich habe mir gerade überlegt, wo ich eigentlich so war in den letzten 2-3 Monaten. Und ich muss echt sagen, abgefahren, wo ich überall war. Die ganzen Landschaften, die Menschen, die ich gesehen habe, die Situationen, in denen ich war. Ich bin ja durch die Zentralkalahari gefahren. Mit einer der am wildesten Orte der Welt, wo einfach nichts drumherum ist. Und zwar von Süden nach Norden. Einfach mal 300 Kilometer um mich rum nichts. Hey, wäre sowas genau in der Mitte passiert. Und ich wäre allein unterwegs gewesen. Tagsüber, keine Ahnung, 35, 40 Grad. Zwar sehr trocken, aber immerhin trotzdem. Ist eine Wüste. Und dann wäre mir der Sprit ausgegangen, weil ich es einfach verkackt hätte und falsch kalkuliert hätte. Ey, dann wäre ich wirklich am Arsch gewesen. Da wäre ich wirklich... Ich wüsste gerade nicht, was ich getan hätte. Das wäre so eine richtige Life-and-Death-Situation gewesen. Ich meine, zum Glück bin ich darin jetzt nicht. An sich gibt es keine Probleme. Es gibt nur Hindernisse, an denen man wächst oder halt dran stirbt. Es sind jetzt noch 10 Kilometer in die Richtung nach Lekoni. Jetzt laufe ich einfach mal ein bisschen in die Richtung und schaue, vielleicht kommt ja wirklich mal ein Auto vorbei. Nice. So, ich bin jetzt mitgenommen worden bis zur Grenze wieder. Ich bin jetzt wieder bei der Gabun-Grenze, wo ich gestern lange gebraucht habe. Und ja, Gendarmerie National wird mich nachher wieder mit in die Stadt nehmen. Ich hoffe, das klappt alles. So, da fahren sie weg. Das Auto läuft wieder, hey. Die Gendarmerie hat mich mit zur Grenze wieder genommen. Das sind die von gestern, die haben mich noch gekannt. Dann bin ich losgefahren mit dem Typen. Ich sag's euch, ich glaube, ich bin nicht mal so schlecht in der ersten Fahrstunde gefahren. Also vom Schalten und allem. Ich bin drin gehockt und war richtig krank. Aber das Auto läuft. Und jetzt fahre ich schnell weg, bevor der Sprit auch wieder alle ist. Ey, ich mache da jetzt erstmal alles voll. Oh, geil, das Auto läuft. Also ich habe echt gedacht, die Straßenverhältnisse in Gabun sind ein bisschen besser. Und man zieht euch das rein, da ist einfach mal kurz die Straße einfach zur Seite abgerutscht. Richtig übel, hey, richtig übel.
Ouais, it's good. Marchandise. Est-ce qu'on peut regarder? C'est toi qui vois tout ça là, ouais. Tu vois tout ça. Give me Scotch whisky. Ah? Merci beaucoup. Merci. Spaß mal. Das ist genau die Straße von der Dokumentation über diese Truckdriver. Extrem krass. Die fahren hier noch sicher 50 Kilometer und da werden die einfach diese ganzen Tropenhölzer, die sie beladen haben, in den Fluss hauen und dann binden die alle zu einem Floß zusammen. Aber eben diesen Part müssen sie auf dieser abgefuckten Straße fahren. Anstatt dass da einfach, weißt du, die Doku war glaube ich schon, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt. Aber die kommen nicht auf die Idee, einfach mal die Straße komplett von vorne bis hinten mal richtig geil zu machen. Vielleicht ist es auch zu teuer oder was weiß ich. Ich meine, ich sehe auch hier schon, hier ist gerade ein geteertes Stück. Die haben gesagt, weil da hinten ist gar nichts mehr geteert. Aber da, wo es geteert ist, sieht man richtig, wie einfach der Urwald sich die Straße wieder zurückerobert. Da kann ich, glaube ich, jedes Jahr einmal durchfahren und komplett alles freischneiden. Sonst gibt es irgendwann keine Straße mehr. Fahren die ganzen Trucks mit dem Tropenholz, was in Deutschland, in Europa wahrscheinlich teuer in irgendwelche Möbel umfunktioniert wird. Ich meine, die seht ihr hier neben mir. Und was diese Truckdriver jeden Tag auf sich nehmen, um diese Fuhre da die Straße entlang zu fahren, ist einfach nur wirklich krass. Also Respekt. Da vorne steckt einer fest. Und jetzt muss ich da links außen rumfahren und hoffe, dass ich nicht feststecke. Ich glaube, da kam richtig was runter, da gab es einen richtigen Erdrutsch und das ist halt alles komplett schlammig. Hier geht einfach gar nichts mehr. Da stehen sicher 10, 15 weitere Trucks direkt dahinter. Und die haben gesagt, in die Richtung, wo ich fahren will, ist nur noch so wie hier. Alter, ich habe gerade so einen geilen Platz entdeckt. Auf jeden Fall ist hier sogar ein eigener Sandstrand vorhanden. Also die bauen hier Sand ab. So geil, ey. Oh, das hat so gut getan, einfach mal wieder ins Wasser zu springen. Kurze Erfrischung zu haben bei den Temperaturen hier, bei den tropischen Temperaturen. Wenn ihr seht, das ist alles Regenwald hier. Alles dicht bewachsen. Gibt nicht so viele Straßen, die man seitlich rausfahren kann, wo man echt sowas hat, hey. So, scheiß drauf, es macht eh keinen Unterschied, wo ich penne. Ich meine, ich finde nicht mehr so einen Ort wie vorher. Ich bin da leider weggefahren, aber da kamen halt Typen. Ich hätte da sicher fragen können, ob ich da stehen kann. Direkt da an dem Strand, wo ich noch kurz baden war. Jetzt bin ich halt die Straße reingefahren. Jetzt bleibe ich einfach mitten hier neben der Straße stehen. Ich meine, das sind einfach noch fucking 500 Kilometer bis Libreville. Naja, eins am anderen. Jetzt genieße ich erstmal die Nacht im Dschungel. Gönnt euch die Sounds des Dschungels. Vielleicht werde ich ja noch von ein paar Baboons oder so überrascht. Dann gibt es heute Abend noch was Feines zu essen. Dann hole ich meinen Pfeil und Bogen raus und dann gehe ich auf die Jagd. Baboons wären mir eigentlich lieber gewesen. So, guten Morgen meine lieben Freunde. Oh, meine anderen Freunde sind mittlerweile auch wieder da. Hey, es ist krass. Da sind wieder so viele Bienen, aber ich habe das Gefühl, dass es hier an mehreren Orten einfach so ist, vor allem im tropischen Regenwald. Keine Ahnung wieso, die fahren voll auf mein Dachzelt ab. Oh, mir hat jetzt gerade schon eine richtig in den Nacken reingestochen, keine Ahnung, irgendwie ist eine reingekommen.
Hab mich nach hinten gelegt. Voll drauf. Jetzt muss ich wieder raus. Und ich habe hier voll viel Zeug oben. Das ist schon echt nervig. Boah, es ist jetzt gerade mal eine halbe Stunde später und ich bin fix und fertig. Bin 4-5 Mal gestochen worden. Ey, die Dinger sind echt aggressiv. Crazy shit. So, ich bin jetzt hier an einer weiteren Schlüsselstelle. Fuck, ich habe mir wieder lange Sachen anziehen müssen, Pulli und lange Hose. Es ist einfach zu krass. Hey, hier sind einfach Millionen Bienen. Ich weiß nicht, die Typen hier, die Truckdriver, die stecken hier wahrscheinlich schon Tage fest. Ich weiß gar nicht, wo die pennen, wie die das aushalten hier. Ey, die Trucks sind völlig im Eimer. Die sind hier, ich weiß nicht, wie die hier jemals rauskommen. Man zieht euch das mal rein. Also da muss ich jetzt irgendwie vorbeifahren. Ziemlich wild. Ich bin jetzt alles abgelaufen, habe mir ein Bild gemacht. Ey, sobald man hier ganz kurz was ablegt, wie zum Beispiel hier dieses Shirt, zieht es euch rein, wie viele Wespen, Bienen. Da wimmelt alles. Oh. Fuck. Ich muss hier weg. Ich muss hier echt weg. Scheiß drauf, ich fahre einfach. Es ist gerade einfach nur richtig hässlich. Ich will hier einfach nur weg. Ich laufe barfuß. Hat ja keinen Wert. Aber ich bin gerade richtig froh, dass ich da durch bin. Boah. Da hinten sind zwei Frauen, die haben da ihre kleine mobile Küche aufgebaut, um die Trucker zu versorgen. Aber die werden auch krass geplagt von den Bienen. Jetzt zieht's euch rein. Oh, fuck! Verpisst euch einfach. Oh! Oh!
Ich bin jetzt hier mit einem Truckdriver, den habe ich mitgenommen. Ich nehme den mit ins nächste Dorf, wo sie so ein neues Stahlseil besorgen, weil das andere gefatzt ist. Ey, die sind hier seit 3 Tagen. 3 days, right? 3 days. Fuck, hey, you, big respect, man, big respect. C'est pas facile ici là. Je te dis, la route là, c'est à revoir. 3 jours. Et voici. I don't understand the Même à word. manger, il n'y a pas, sauf seulement. La dame est Florian. Florian. You're Sammy. Si Florian n'était pas là, bon, je devais faire comment? Mais voici. Nachdem ich Sammy im Dorf absetze, beginnt auch schon eine weitere Schlüsselstelle, an der ich mich leider komplett festfahre. Ob und wie ich hier rauskomme, seht ihr in der nächsten Folge.